Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Ja, was wir dieses Mal machen, ich habe es schon letztes Mal gesagt, sind kompliziertere Gesten und dazu brauchen wir quasi was komplett Neues, deswegen lösche ich diesen OnTouch-Listener hier unten einfach mal und dieses OnTouch-Event, diese Methode lösche ich hier auch einfach mal. So, jetzt sind wir wieder da, fast wo wir angefangen haben, außer dass wir auf unsere Text-View direkt zugreifen können, was ihr ja eh schon wisst, wie es funktioniert, von dem her nichts Spannendes. Gut, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen in unserer Activity ein paar Sachen implementieren. Also das heißt, wir nehmen Interfaces von Android und benutzen die bei uns in der Klasse. Und deswegen sagen wir hier Implements, also ihr wisst wahrscheinlich noch, wie das geht aus meinen Java-Videos oder anderswoher. Und dann haben wir hier einen Gesture Detector. Furchtbares Wort. Ähm, und da haben wir dann, ihr seht, einen On-Gesture Listener und On-Double-Tap Listener. Und die brauchen wir beide, deswegen sage ich einfach mal hier das hier und dann ein Komma und Gesture Detector Punkt On-Gesture Listener. Boah, das ist echt nicht, es wird nicht besser. Ja, und ich würde mal sagen, wir packen hier einfach mal die ganzen Gesten rein. Gesten. So, und ja, was wir jetzt hier machen, ist ganz einfach. Wir drücken Alt und einfügen, wie die ganze Zeit schon. Und sagen Implement Methods. Und hier steht schon automatisch da, was wir quasi alles haben wollen. Also vom Double Tap Listener kriegen wir die On Single Tap Confirmed, On Double Tap Event, On Down, On Show Press, On Single Tap Up, On Scroll, On Long Press, On Fling sind von On Gesture Listener. Genau. So, jetzt einfach mal OK. Und schon haben wir hier einen ganzen Haufen Methoden, die alle standardmäßig Return False haben. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich damit arbeiten. Also wir haben jetzt hier die Möglichkeiten, mit diesen Gesten irgendwas zu tun. Und standardmäßig haben wir einfach nur zurückgekriegt, dass wir uns nicht drum gekümmert haben. Ja, ähm, gut. Und jetzt können wir hier irgendwelche Sachen damit machen, wie wir wollen, auch immer. Wir sagen hier einfach mal on. Ich würde mal sagen, wir verändern einfach das Textfeld so, dass man sehen kann, was da passiert ist. Denn ähm, ja, das ist vielleicht nicht unbedingt immer eindeutig. Ich pausiere euch mal währenddessen, nicht return. Ich pausiere euch mal kurz währenddessen, denn das ist jetzt nicht wirklich spannend. So, ich habe das jetzt hier mal alles eingefügt. Ja, wir haben hier, ich habe tatsächlich doch ein bisschen was anderes gemacht, und zwar dieses E1 ist dieses Motion Event, also oder hier E ist Motion Event, dann jeweils Punkt ToString und eine neue Zeile und dann E2 in Motion Event 2 ToString Methode aufgerufen, falls es zwei Motion Events gab. Das gibt uns vielleicht ein bisschen mehr Informationen als einfach nur, was jetzt gerade da passiert ist. Genau. So, und jetzt brauchen wir am Schluss noch ein bisschen was, damit wir damit wir drauf hören können. Wir sagen einfach, hier oben in der Klasse brauchen wir noch einen, kann Private sein, würde ich mal so behaupten, brauchen wir ja nur hier. Ein Private Gesture Detector Compared. Nennen wir ihn einfach mal Compared, damit wir wissen, was es ist. Und hier sagen wir dann einfach, ähm, okay, this.compared ist gleich new Gesture Detector Compared this und nochmal this. So, warum das zweimal this braucht? Weil wir also einmal this ist die Activity, die vordere Activity, also die hier läuft, diese Main Activity, und das zweite ist ein Gesture Detector, also das, was dieses ein Gesture Listener meinte ich, das, was dieses Interface hier hinten implementiert hat, kommt da hinten dran. Da wir das hier gleich alles in derselben Activity gemacht haben, ja, steht es auch in this drin. Wir könnten auch hier einfach das Ganze auslagern, also eine andere Klasse hier von erben lassen, da drin die Methoden implementieren und dann hier new und dann diese andere Klasse schreiben. Kommt dasselbe raus. Und ja, jetzt haben wir onGestureListener quasi gesetzt. Und jetzt brauchen wir noch compat.setOn, hier steht schon, setOnDoubleTapListener.
und da setzen wir auch this drauf. Da könnte dann wiederum die Klasse stehen, die von onDoubleTap-Listener geerbt hat. Also falls wir das in eine andere Klasse gemacht haben. Wie gesagt, da wir hier alles in diese Main-Activity reingepackt haben, kommt hier einfach überall this rein. Gut, ja, alles klar. Und dann müssen wir hier am Schluss noch, wobei wir können es auch ganz am Anfang setzen. Wie wäre es mit hier? Sagen wir nochmal alt einfügen und ja, suchen uns eine Override Method, die wir schon aus dem letzten Video kennen, nämlich die onTouchEvent hier. So, und jetzt machen wir einfach Folgendes. Wir sagen this.compat.onTouchEvent. Und hier sagen wir dann Event, denn das ist dieser Event, der hier mitgekommen ist. Und ja, wenn wir hier irgendwie was nicht behandelt haben, also hier geben wir überall Return True zurück, das heißt diese ganzen Events, die sind alle abgearbeitet und für die Events, die wir nicht abgearbeitet haben, wird dann einfach super.onTouchEvent aufgerufen und fertig sind wir. Ja, und wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann passiert wohl Folgendes. So, wir haben hier unseren Large Text. Wenn ich jetzt draufklicke, dann steht hier Action, klar, oh Gott, ist das okay. Dann steht hier Action Down und hier hinten dran sehen wir noch ein paar andere Sachen. Also hier sehen wir Motion Event, das ist die Klasse. Dann hier Action Event ist Action Down. Die ID ist 0 und X, also die Position auf dem Screen, die wir genutzt haben, ist 474. Y-Position ist 632. Ja, und dann noch ein paar andere Sachen, so wie lange wir da drauf waren und so weiter und so fort. Ja, und jetzt sehen wir hier ein Action Down, Action Up und so weiter und so fort. Also einfach mal da durchprobieren. Vielleicht probiert ihr es selber mal doch aus, wenn ihr hier überall äh, die tatsächlichen Strings reinpackt, also on Single Tap confirmed, on Double Tap und so weiter. Das könnte vielleicht ein bisschen eindeutiger sein. Ja, alles klar. Das war's auch schon wieder mit komplizierteren Gesten. Da werden wir dann vielleicht noch ein bisschen mehr dazu machen, denn wir wollen ja auch noch damit vernünftig umgehen können. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.